Du denkst bestimmt, die nachlassende Sehkraft kommt mit dem Alter und ist einfach der natürliche Lauf der Dinge, richtig? Falsch. Das ist eine gefährliche Lüge. Deine Augen sind der Kanarienvogel in der Kohlemine. Das erste Warnsignal, dass dein Stoffwechsel längst aus dem Ruder läuft. Lange bevor Diabetes oder andere Zivilisationskrankheiten entstehen. Während du dir brav alle 2 Jahre eine stärkere Brille holst, karamellisiert Zucker deine Linse und Insulin zerstört hauchdünne Blutgefäße in deiner Netzhaut. Die Industrie verkauft dir gerne Krücken in Form von Brillen oder Kontaktlinsen. Ich zeige dir, wie du deine Augenmuskeln trainierst, dich von innen schützt und die Kontrolle zurückholst. Hier ist dein Augenprotokoll basierend auf der Arbeit von Top-Augenexperten wie Dr. Joseph Allen und Dr. Jeffrey Goldberg, aber auch generellen Langlebigkeitsexperten wie Dr. Andrew Haberman oder Dr. Jam Nadas. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Klingt nach Marketing-Sprech? Dann lass mich dir ein paar Fakten geben. Meine Prostata ist um 18% geschrumpft. Nachgewiesen durch Ultraschall, erreicht durch Ernährung und Lebensstil, nicht durch Medikamente, wie ich auch in diesem YouTube-Beitrag dokumentiert habe. Meine 20-jährige Heuschnupfenallergie weg. Chronische Knieentzündungen, die mich jahrelang geplagt haben, Geschichte. Ich erzähle dir das nicht, um anzugeben. Ich erzähle dir das, weil ich dir beweisen will, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung, kein Zufall. Und hier ist meine Perspektive, die vielleicht unbequem ist. Ich sehe diese sogenannten Alterserscheinungen nicht als normal an. Die Lesebrille mit 40, der steife Rücken, die ersten Medikamente, das ist alles nicht normal, sondern komplett unnatürlich, wie ich auch in meinem Video zum Altern erkläre. Das ist nur der Durchschnitt in einer Gesellschaft, die kollektiv krank ist. Wir haben uns so weit von unserem natürlichen Lebensraum entfernt, dass wir den Verfall für unvermeidlich halten. Aber nur weil alle um dich herum krank werden, heißt das nicht, dass Krankheit normal ist. Es heißt nur, dass die Mehrheit denselben Fehler macht. Bevor wir loslegen, der obligatorische Hinweis. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Augenarzt, kein Optiker, kein Heilpraktiker. Was ich dir präsentiere, ist Wissen. Wissen aus der Analyse von Studien und der Arbeit von Experten. Ich habe die Informationen für dich aufbereitet, damit du selbst informierte Entscheidungen treffen kannst. Bei konkreten Beschwerden geh bitte zum Fachmann. Aber hör auf, deine Gesundheit blind an andere abzugeben. Nimm das Wissen und übernimm die Verantwortung. Stell dir für einen Moment das Leben unserer Vorfahren vor. Sie lebten draußen, ihre Augen scannten den Horizont, nach Beute oder Gefahren, sie schauten in die Ferne, beobachteten Bewegungen, taxierten Entfernungen. Der Blick wanderte ständig, von den Wolken zum Baum, vom Baum zum Busch, vom Busch zum Tier in der Ferne. Und jetzt? Jetzt sitzen wir in einem Büro, starren auf einen Bildschirm, der 50 Zentimeter von unserem Gesicht entfernt ist. Mindestens 8 Stunden am Tag, jeden Tag. Wir haben dieses Präzisionsinstrument, unsere Augen, das für die Weite der Savanne gebaut wurde, in einen Käfig gesperrt. Das ist der evolutionäre Konflikt, den Wissenschaftler den Evolutionary Mismatch nennen. Unser Körper ist für eine Umgebung designt, die es nicht mehr gibt. Und nirgendwo zeigt sich das deutlicher als bei unseren Augen. Lass mich dir kurz die Mechanik erklären, damit du verstehst, was in deinem Auge passiert. Dein Auge hat einen Muskel, der Ziliarmuskel genannt wird. Stell dir deinen Ziliarmuskel wie das Objektiv einer Kamera vor. Wenn du auf etwas Nahes fokussierst, wie ein Bildschirm oder dein Handy zum Beispiel, dann spannt dieser Muskel an. Er zieht und verformt die Linse, macht sie dicker und runder, damit du scharf siehst. Das nennt man Akkommodation. Wenn du hingegen in die Ferne schaust, entspannt sich der Ziliarmuskel. Die Linse wird flacher, das Bild in der Ferne wird scharf. Das Problem ist, wir starren nur noch nah. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Der Ziliarmuskel ist permanent angespannt, er kommt nie zur Ruhe. Und was passiert mit einem Muskel, der nie entspannt? Er verkrampft, er vergisst, wie Entspannung sich anfühlt. Das nennt man in der Medizin Ziliarspasmus, eine chronische Verkrampfung des Ziliarmuskels. Ein internes Zoomobjektiv ist im Makromodus festgerostet, also im Nahbereich. Es kann nicht mehr herauszoomen. Das ist keine Altersschwäche, das ist eine Gebrauchsstörung, eine Folge davon, dass du dein Werkzeug falsch benutzt hast. Und jetzt kommt der Teil, der die meisten überrascht. Augenprobleme sind oft keine reinen Augenprobleme, sie sind Stoffwechselprobleme. Dr. Berg, Dr. Eckberg und andere Experten für Stoffwechselgesundheit betonen das immer wieder. Die feinen Kapillaren in deinem Auge sind die ersten, die unter hohem Insulin und chronisch erhöhtem Blutzucker leiden. Denk darüber nach. Dein Auge ist eines der empfindlichsten Organe deines Körpers. Die Blutgefäße dort sind hauchdünn. Wenn dein Blutzucker ständig Achterbahn fährt, wenn dein Insulin chronisch erhöht ist, dann sind diese kleinen Gefäße die ersten, die Schaden nehmen. Das Auge ist ein Spiegel deines Blutzuckers. Aber hör dir Dr. Joseph Allen, einen Experten, dazu selbst an. What about sugar? What impact does you, because you mentioned diabetes earlier, I think. If I'm having a lot of sugar in my diet, will that have an impact on my eye health? It can. For patients who don't, or for people who are diabetic or have elevated blood sugars, when you have too much sugar in your blood, it can enter into the eye. It can cause the lens inside the eye to swell.
And so with that swelling, you can see a refractive change. Your power of your glasses, contact lenses, that can shift. And so that can sometimes be a tip-off if you were to see me in the clinic and I notice your prescription suddenly changed like 2 steps. I'm like, why is it making this big of a change? It may be a tip-off that, hey, maybe the blood sugar's off. We have to send you in for like a diabetic workup. Do people with diabetes suffer more with their vision? They can. Diabetes is devastating for the health of the eye, because with diabetes, when your blood sugar is elevated, it causes damage to the endothelium of the blood vessels and the arteries in the back of the eye. The things at the back of those things there. Yeah, because the back of the eye is one of the most highly vascularized area of your body. Das ist die unbequeme Wahrheit. Wer metabolisch ungesund lebt, verliert seine Sehkraft schneller. Der Bauchansatz und die schlechteren Augen, die hängen zusammen. Das System ist das gleiche. Aber wenn das stimmt, warum verschreibt dir dann der Optiker einfach eine stärkere Brille, statt das Problem an der Wurzel zu packen? Die Antwort wird dich vielleicht wütend machen. Jetzt wird es kontrovers. Ich präsentiere dir 2 Lager, die sich bei diesem Thema gegenüberstehen. Lager 1 ist die schulmedizinische Position, zum Beispiel vertreten von Dr. Goldberg in einem Gespräch mit Andrew Huberman. Wenn du nicht scharf siehst, nimm eine Brille. Entlaste dein Gehirn, gib ihm das bestmögliche Bild. Das ist die pragmatische, konservative Position. Lager 2 sind die Kritiker, unter ihnen zum Beispiel Dr. Berg und Dave Asprey und andere aus dem Biohacking-Bereich. Brillen sind eine Krücke. Wenn du sie dauerhaft trägst, machst du das Problem schlimmer, nicht besser. Du übernimmst die Arbeit für den Muskel und der Muskel verkümmert. Lass mich dir ein Bild geben, das diese Debatte verständlich macht. Die Metapher vom Gipsarm. Stell dir vor, du brichst dir den Arm. Du brauchst einen Gips. Der Gips stabilisiert, schützt, ermöglicht die Heilung. Ohne Gips wäre der Bruch eine Katastrophe. Soweit, so gut. Aber jetzt stell dir vor, du trägst diesen Gips ein Leben lang. Was passiert? Die Muskeln unter dem Gips atrophieren. Sie werden schwach, dünn, nutzlos. Der Arm, der einmal gebrochen war, ist jetzt dauerhaft verkrüppelt. Nicht wegen des Bruchs, sondern wegen des Gipses, den du nie abgenommen hast. Und genau das passiert mit dem Ziliarmuskel, wenn wir bei der kleinsten Unschärfe sofort zur stärkeren Brille greifen. Die Brille übernimmt die Arbeit. Der Muskel wird arbeitslos. Und arbeitslose Muskeln verkümmern. Versteh mich aber bitte richtig. Ich verteufele nicht die Brille. Wenn du Auto fährst, brauchst du scharfes Sehen. Sicherheit geht vor. Wenn du Kopfschmerzen bekommst, weil du ohne Brille arbeitest, dann trag die Brille. Aber akzeptiere sie nicht als Endstation. Das Geschäftsmodell des Optikers ist, dir alle 2 Jahre stärkere Gläser zu verkaufen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Betriebswirtschaft. Ein Optiker, dessen Kunden immer schwächere Brillen brauchen würden, wäre schnell pleite. Dein Ziel muss ein anderes sein. Erhaltung deiner Sehkraft oder sogar Reduktion der Brillenstärke durch Training. Ja, das ist möglich. Nicht bei jedem, nicht in jedem Alter, nicht bei jeder Diagnose. Aber es ist möglich. Und allein die Möglichkeit sollte dich motivieren, es zu versuchen. Hand aufs Herz, wer hat dir eingeredet, dass du dich mit schlechteren Augen abfinden musst? Seit welchem Alter trägst du eine Brille? Schreib die Zahl gerne unten in die Kommentare. Aber Brillen sind nur ein Teil des Puzzles. Es gibt einen Faktor, den fast alle unterschätzen. Er ist kostenlos und du bekommst ihn jeden Tag serviert. Oder eben nicht. Gleich mehr dazu. Jetzt verschieben wir den Fokus. Die meisten Menschen denken, das Problem ist der Bildschirm. Zu viel Screenzeit zerstört die Augen. Und ja, da ist etwas dran. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist zu wenig Himmel. Dr. Andrew Huberman, Neurowissenschaftler aus Stanford, hat diesen Punkt in seinen Vorträgen immer wieder betont. Es geht nicht nur darum, weniger auf den Bildschirm zu starren, es geht darum, mehr Zeit unter freiem Himmel zu verbringen. Der Himmel ist das Nahrungsmittel für dein Auge. Lass mich dir die Wissenschaft dahinter erklären. Natürliches Sonnenlicht hat eine Intensität von über 10.000 Lux. Dein Büro vielleicht 500. Dein Wohnzimmer am Abend 200. Für dein Auge ist das Innenraumlicht biologische Dunkelheit. Und hier wird es spannend. Sonnenlicht steuert die Dopaminausschüttung in deiner Netzhaut. Ja, Dopamin, das Belohnungshormon, das die meisten nur mit Motivation und Glücksgefühlen verbinden. Aber in der Netzhaut hat Dopamin eine ganz andere Funktion. Es verhindert, dass der Augapfel in die Länge wächst. Warum ist das wichtig? Weil ein zu langer Augapfel die Ursache für Kurzsichtigkeit ist. Das Bild in deinem Auge entsteht vor der Netzhaut statt auf ihr. Mehr Dopamin in der Netzhaut bedeutet, der Augapfel wächst langsamer oder gar nicht mehr. Das ist besonders bei Kindern relevant, aber auch bei Erwachsenen spielt es eine Rolle. Eine Meta-Analyse aus 2017, die 25 Studien zusammenfasste, bestätigt das. Kinder mit mehr Außenzeit hatten ein fast halb so großes Risiko, kurzsichtig zu werden. Alle im Video genannten Studien sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Lösung ist einfach, geh jeden Tag raus, wie auch Dr. Andrew Huberman in seinem Podcast erklärt, aber sie selbst. Here's another reason to do this. Getting 2 hours a day of outdoor time without sunglasses has a significant effect on reducing
the probability that you will get myopia. Now, myopia or nearsightedness has to do with the way that the lens focuses light onto the retina. So remember, your eye is an optical device. You have lenses in your eyes, and those lenses need to move. It's not a rigid lens like a glass lens. It's a dynamic lens. The eye can dynamically adjust where light lands by moving the lens and changing the shape of the lens in your eye through a process called accommodation. Jetzt zur Blaulichtdebatte. Da gibt es auch zwei Lager und ich will fair zu beiden sein. Dave Asprey und Dr. Berg warnen eindringlich. Künstliches Blaulicht von Bildschirmen ist hochenergetisch. Es erzeugt oxidativen Stress in der Netzhaut. Es schädigt die Makula, den Bereich des schärfsten Sehens. Dr. Allen und Dr. Goldberg hingegen sagen, das Blaulicht von Bildschirmen ist laut aktueller Forschung nicht stark genug, um organische Augenschäden zu verursachen. Die Beschwerden, die Menschen haben, kommen eher vom Austrocknen. Wir blinzeln weniger, wenn wir auf Bildschirme starren. Meine Meinung, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Vielleicht verbrennt der Bildschirm nicht sofort deine Netzhaut, wie manche befürchten, aber er trocknet deine Augen aus. Und, das ist unbestritten, er ruiniert deinen Schlaf, weil Blaulicht am Abend die Melatoninproduktion hemmt. Die Lösung ist simpel, geh morgens raus, ohne Sonnenbrille, wenn es sicher ist. Schau in den Himmel, nicht direkt in die Sonne. Das ist das wichtigste Nahrungsmittel für dein Auge. Wenn du heute mehr Zeit vor dem Bildschirm als unter freiem Himmel verbracht hast, dann gib diesem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Als Erinnerung, ab sofort mehr Zeit draußen zu verbringen. Aber Licht allein reicht nicht. Dein Auge braucht auch Baumaterial und ein Schutzschild von innen. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du dir buchstäblich eine interne Brille anessen kannst. Jetzt reden wir über Ernährung und ich zeige dir, wie das Essen deine Augen beeinflusst. In der Mitte deiner Netzhaut sitzt die Makula, der Bereich des schärfsten Sehens. Sie ist besonders anfällig für Schäden durch blaues Licht und oxidativen Stress. Die gute Nachricht, es gibt Stoffe, die sich dort einlagern und wie ein Filter wirken. Lutein und Zeaxanthin. Carotinoide, die blaues Licht absorbieren, bevor es Schaden anrichtet. Woher bekommst du sie? Dunkles Blattgemüse zum Beispiel, Grünkohl, Spinat, Mangold. Und Eigelb aus guter Haltung. Je orangener der Dotter ist, desto besser. Die blassen Dotter aus der Industriehaltung, vergiss sie. Der zweite entscheidende Nährstoff ist Omega-3, speziell DHA. Das ist das Strukturfett deiner Netzhaut. Deine Photorezeptoren bestehen zu einem großen Teil daraus. Ohne ausreichend DHA kann deine Netzhaut nicht richtig funktionieren. Beste Quellen für Omega-3 sind fetter Fisch wie Wildlachs, Makrele oder Sardinen. Zum generellen Thema Nährstoffversorgung habe ich übrigens auch ein ganzes Video gemacht. Und dann ist da der Feind in deiner Ernährung. Zucker. Du musst kein Diabetiker sein, um deine Augen zu schädigen. Lass mich dir zeigen, was ein typischer Büroalltag mit deinem Körper macht. 7 Uhr morgens Haferflocken mit Banane zum Frühstück. Blutzuckerspitze Nummer 1. Deine Netzhautgefäße werden gestresst. Um 10 Uhr morgens ein Keks beim Meeting im Büro und dazu noch einen Milchkaffee. Blutzuckerspitze Nummer 2. 12:30 Uhr Nudeln oder Pommes in der Kantine. Blutzuckerspitze Nummer 3. 15 Uhr das Zuckertief. Ein Schokoriegel. Blutzuckerspitze Nummer 4. 19 Uhr Brot zum Abendessen. Blutzuckerspitze Nummer 5. 21:30 Uhr Chips oder Gummibärchen auf der Couch. Blutzuckerspitze Nummer 6. Das Ergebnis? Dein Insulin war 15 Stunden am Tag erhöht. 6 Mahlzeiten, 6 Angriffe auf deinen Körper. Und das ist keine Übertreibung, das ist der Alltag der meisten Menschen. Dieses ständige Essen und Snacken ist eine gesundheitliche Katastrophe. Nicht nur für deine Augen, sondern für deinen gesamten Körper. Deine Gefäße, deine Leber, dein Gehirn, alles leidet unter diesem metabolischen Dauerstress. Aber die Augen zeigen es dir oft zuerst, weil ihre Gefäße so empfindlich sind. Und wer weiß, wenn man schon mit 40 eine Laserbrille braucht, was dann noch in Zukunft auf dich wartet. Merke dir diese weisen Worte von Hippokrates. Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor. Zum Thema Zucker und Kohlenhydrate habe ich bereits Videos gemacht. Denn Kohlenhydrate werden im Körper auch zu Zucker. Das sollte jeder wissen, der morgens, mittags und abends Brot isst. Was passiert dabei genau? Glykation. Zuckermoleküle verkleben sich mit Protein und machen sie steif und dysfunktional. Im Auge führt das zum grauen Star. Die Linse trübt ein. Und die feinen Blutgefäße in der Netzhaut werden zerstört. Diabetische Retinopathie. Eine der häufigsten Ursachen für die Erblindung. Hier ist meine Systemkritik. Die Lebensmittelindustrie füttert uns mit Zucker und entzündungsfördernden Saatenölen, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl. In fast jedem verarbeiteten Produkt findet man sie. Und die Pharmaindustrie verkauft uns dann die Tabletten gegen die Folgen. Wer seine Augen liebt, lässt den Zucker weg. Damit du deinen Blutzucker nicht mit Getreideprodukten in die Höhe jagst, gibt es Low-Carb-Alternativen. Auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und Ernährung findest du zum Beispiel das Brot von Panifactum oder die Nudeln von Steiners als Alternative, wenn du partout nicht auf Brot und Nudeln verzichten möchtest. So viel zur Theorie.
Jetzt wird es praktisch. Dein Ziliarmuskel ist ein Muskel und Muskeln, die du nicht trainierst, verkümmern. Hier kommt dein Augentrainingsplan. Du gehst ins Fitnessstudio für deinen Bizeps. Du machst Kniebeugen für deine Beine. Aber deine Augenmuskeln lässt du verkümmern. Dabei sind es trainierbare Muskeln und heute bekommst du den Trainingsplan dafür. Hier die 3 Pflichtübungen. Übung 1, Bleistift-Liegestütze. Halte einen Stift auf Armlänge vor dein Gesicht, fokussiere auf die Spitze, führe ihn langsam zur Nase. Du wirst dann langsam irgendwann doppelt sehen, das ist ganz normal. Führe ihn wieder weg, 10 bis 15 Wiederholungen. Das trainiert die Fähigkeit deiner Augen zwischen nah und fern zu wechseln. Damit du es besser verstehst, siehst du hier, was meine Kamera macht. Fokussiert auf die Nähe und wenn ich wieder zurückziehe, auf die Ferne. Solche Übungen funktionieren nicht nur in der Theorie. In einer Studie mit Schulkindern hat man genau solche Nah-Fern-Übungen getestet, 6 Wochen lang. Das Ergebnis? Die Kinder, die regelmäßig zwischen nah und fern gewechselt haben, zeigten eine deutlich bessere Erholung ihrer Augenfunktion. Übung 2, gleichmäßige Verfolgung. Bewege einen Finger langsam in einem großen Kreis oder eine 8 vor deinem Gesicht. Folge ihm nur mit den Augen, der Kopf bleibt still, in etwa so. Das trainiert die Verbindung zwischen Gehirn und Augenmuskulatur. Erstaunlich viele Menschen haben ruckartige Augenbewegungen, weil sie das nie trainiert haben. Übung 3, bewusstes Blinzeln. Klingt banal, ist aber enorm wichtig. Wenn wir auf Bildschirme starren, blinzeln wir bis zu 50 Mal weniger als normal. In den Kommentaren wurde schon gefragt, ob ich eine KI bin, weil ich nie blinzele. Um das zu beantworten, nein, ich bin keine KI, obwohl meine Frau immer sagt, dass ich ein Roboter bin. Und wer es nicht glaubt, findet mich auch auf LinkedIn und ich kann auch blinzeln, wie du hier siehst. Ohne Blinzeln trocknet das Auge aus und die Lidranddrüsen verstopfen. Bewusstes Blinzeln, 5 Sekunden Augen zu, 10 Mal hintereinander, massiert diese Drüsen. Das sollte man jede Stunde am Bildschirm machen. Jetzt die Top 10 Maßnahmen, dein Augenprotokoll. 1. Sonnenlicht am Morgen. In den ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen rausgehen. Ohne Sonnenbrille in den Himmel schauen. 2. Die 20-20-20-Regel. Alle 20 Minuten Bildschirmarbeitszeit 20 Sekunden auf ein Objekt schauen, das mindestens 20 Fuß, also 6 Meter entfernt ist. Stell dir einen Timer dafür. 3. Dunkles Blattgemüse essen, täglich, mit Fett zubereitet, damit die Carotinoide aufgenommen werden können. 4. Omega-3. Fetter Fisch 3-mal pro Woche. Wenn du das nicht schaffst, auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und Supplemente findest du meine Empfehlungen für Omega-3 und Vitamin D3 in Kombination mit K2. Gerade Vitamin D spielt eine Rolle bei Entzündungsprozessen, auch im Auge. Aber Supplemente ergänzen, sie ersetzen eine gute Ernährung nicht. 5. Blutzucker senken. Zucker raus, raffinierte Kohlenhydrate reduzieren und die Mahlzeitenfrequenz runter, wie ich in fast allen meiner Videos gebetsmühlenartig wiederhole. 6. Bleistift-Liegestütze. Täglich 2 bis 3 Minuten. 7. Blaulichtmanagement am Abend. Bildschirmzeit 2 Stunden vor dem Schlafengehen reduzieren. Für die Augen und vor allem deinen Schlaf. 8. Weitblickspaziergänge. Blick in die Ferne schweifen lassen. Kein Handy, nur du und der Horizont. 9. Bewusstes Blinzeln. Jede Stunde am Bildschirm. 10. Dunkelheit für den Schlaf. Dein Auge regeneriert sich nur in echter Dunkelheit. Verdunklungsvorhänge, kein Nachtlicht oder andere Lichtquellen in deinem Schlafzimmer, wie ich auch in meinem Video zum Thema Schlaf erkläre. Teile dieses Video bitte mit jemandem, der glaubt, schlechte Augen seien Vererbung oder das Alter. Vielleicht änderst du damit sein oder ihr Leben, nicht nur in Bezug auf die Augen. Fassen wir kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Sehkraft ist kein Zufall. Sie ist keine genetische Lotterie, bei der du gewonnen oder verloren hast. Sie ist das Ergebnis von 3 Faktoren. Erstens Biologie. Dein Auge braucht Licht. Natürliches Sonnenlicht, nicht die Kunstbeleuchtung im Büro. Und es braucht Nährstoffe. Lutein, Zeaxanthin, Omega-3. Die interne Brille, die du dir anessen kannst. Zweitens Mechanik. Dein Ziliarmuskel ist ein Muskel. Er braucht Bewegung, Abwechslung, Training. Der Fokuswechsel zwischen nah und fern. Die Übungen, die ich dir gezeigt habe. Drittens die Gewohnheiten. Die 20-20-20-Regeln, das bewusste Blinzeln, die Spaziergänge mit Weitblick. Das sind kleine Dinge, die zu großen Ergebnissen führen. Ich möchte, dass du heute mit einer neuen Perspektive aus diesem Video gehst. Hör auf, den Verfall zu managen. Hör auf, alle 2 Jahre zum Optiker zu gehen und dir die nächststärkere Brille abzuholen, als wäre das ein Naturgesetz. Fang an, deinen Körper zu stärken. Es ist nicht normal, krank zu werden. Es ist nur häufig. Und häufig ist nicht gleich normal. Fang bei den Augen an. Wenn du hier Disziplin zeigst, die Übung machst, die Ernährung umstellst, das Licht suchst, dann ändert sich nicht nur deine Sehkraft. Dann ändert sich dein ganzes Leben, weil du dir selbst bewiesen hast, dass du die Kontrolle hast. Abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal, wenn du keine Lust hast, ein Patient im System zu sein. Wenn du aufhören möchtest, passiv zu konsumieren, was dir vorgesetzt wird. Wenn du dein eigener Gesundheitsmanager werden willst.
Das Thema des nächsten Videos steht noch nicht fest, aber wir stimmen zeitnah dazu im Telegram-Kanal ab. Komm gerne du dazu und gestalte den Kanal aktiv mit. Und zum Abschluss noch etwas für die Motivation. Die beste Zeit anzufangen war vor 20 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt. Und jetzt geh raus, schau in den Himmel, deine Augen werden es dir danken. In diesem Sinne, Peace out.